Vor einem Jahr haben wir euch bereits den Roborock S7 Wischroboter vorgestellt, der damals frisch rausgekommen ist. Heute schauen wir, was die zugehörige Absaugstation so alles kann. Die soll den Roborock noch praktischer machen. Vorher zeigen wir euch aber erst die Roborock-App. Im Hauptmenü sehen wir den Akkustand des Roborocks. Highlight der App ist für uns aber die Kartierungsfunktion. Dabei fährt der Roboter einmal durch eure ganze Wohnung und erstellt selbstständig eine Umrisskarte. Dadurch weiß der Roborock jederzeit, wo er ist und kann dadurch viel effizienter reinigen. Außerdem kann man Räume einzeichnen. So kann man per Knopfdruck zum Beispiel nur einen bestimmten Raum reinigen lassen oder auch bestimmte Räume auslassen. Wir können zudem individuell bestimmen, wie gründlich der Roborock reinigen soll. Dafür gibt es 4 verschiedene Saugleistungsstufen, die auch unterschiedlich laut sind. Logisch, je stärker die Leistung, desto höher der Krach und auch der Akkuverbrauch. Doch wir haben im normalen Modus bisher gute Erfahrungen gemacht. Das Reinigungsergebnis ist bereits ordentlich und die Lautstärke völlig moderat und nicht störend. Auch die Intensität der Wischfunktion lässt sich hier steuern bzw. auch ganz ausschalten. Zudem lässt sich auf Wunsch eine gründlichere Wischroute einstellen. Dadurch fährt der Roborock präziser und länger. All diese Funktionen können individuell für jeden einzelnen Raum auf der Karte definiert werden. Also zum Beispiel stark saugen in der Küche und nur wischen im Büro. Wohnt man in einem Haus mit mehreren Etagen, so können bis zu 4 verschiedene Ebenen in einer Karte gespeichert werden. Dank der Kartenfunktion ist auch eine sogenannte Zonenreinigung möglich. Man wählt in der Karte einfach genau die Stelle aus, die gereinigt werden soll. Wenn man zum Beispiel an einer bestimmten Stelle etwas verschüttet hat, reinigt der Roborock gezielt diese betroffene Stelle und fährt dann wieder zurück. Auch das Gegenteil ist möglich, nämlich Bereiche festzulegen, die der Roborock nicht reinigen soll, um beispielsweise empfindliche Möbel zu schützen. Das sind erstmal die wichtigsten App-Funktionen. Es gibt außerdem auch eine Unterstützung für die Sprachsteuerungen von Alexa, Google und Siri. Und auch eine Fernsteuerung des Roborocks über die App ist möglich. Kommen wir nun zur Absaugstation. Diese ist ausschließlich mit dem Roborock S7 kompatibel. Und so sieht das dann in der Praxis aus. Charging. Emptying dust bins. Über den Boden der Station saugt diese den Dreck aus dem Staubbehälter des Roborocks ab. Dies kann in der App auch in 3 verschieden starken Leistungsstufen eingestellt werden. Hauptvorteil der Entleerungsstation ist generell natürlich, dass man den Dreck deutlich seltener entsorgen muss, da der Staubbehälter der Station deutlich mehr Volumen hat als der des Roboters. 6 Wochen sollen laut Hersteller möglich sein, ehe man den Behälter leeren muss. Zudem ist es natürlich komfortabler, den Stationsbehälter zu leeren, statt den Staubbehälter aus dem Gerät selbst zu entfernen. Es gibt 2 verschiedene Arten, den Dreck zu sammeln. Im Zyklonbehälter oder völlig staubdicht im 1,8 Liter Staubbeutel. 12 dieser Staubbeutel gibt es bei Amazon für 25 €. Wenn die Herstellerangaben stimmen, kommt man mit dieser Menge sogar gut 1 bis 1,5 Jahre aus. Die Beutel sind aber nicht Pflicht. Wer stattdessen den Zyklonbehälter nutzt, kann diesen auch samt Filter mit Wasser waschen. Das spart Geld und ist auch umweltfreundlicher. Jedoch muss man den Dreck dann vorsichtig entleeren, damit nicht wieder Staub in die Luft gelangt. Dies soll beim Absaugen auch nicht passieren und dafür sorgt ein mehrstufiges Filtersystem in der Station selbst.
Dadurch sollen 99,99% aller Partikel im Gerät bleiben. Natürlich lädt die Station den Roborock auch auf. Charging. Durch kleine Reinigungsbürsten am Boden werden die Ladeelektroden des Roboters zudem jedes Mal gereinigt, damit der Ladekontakt dauerhaft funktioniert. Ein schönes Detail. Wir sind vom Roborock S7 und seiner Entleerungsstation begeistert. Beide Geräte funktionieren gut und beide harmonieren auch im Zusammenspiel. Einfach praktisch. Einziger Kritikpunkt: in Ausnahmefällen schafft es unser Roborock nicht beim ersten Versuch, die Station erfolgreich zu befahren. Er korrigiert dann jedoch selbst seinen Weg und ist wenig später trotzdem am Ziel. Charging. Bei einem stolzen Preis von 300 € bei Amazon allein für die Absaugstation und knapp 520 € für den Roborock kann man als Kunde aber auch erwarten, dass alles gut funktioniert. Auch die App ist super zu bedienen und hat eine Menge nützliche Funktionen zu bieten. Absolutes Highlight ist da für uns natürlich die Kartenfunktion. Benutzt ihr auch einen Saugroboter? Dann schreibt uns, ob ihr auch eine Absaugstation habt oder darüber nachdenkt, eine zu kaufen. Wir beantworten auch gerne eure Fragen zu dem Thema. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Charging.